Herzlich willkommen zu Tachles, dem Videocast zur Krise aus dem Jüdischen Museum Frankfurt. Mein heutiger Gast ist Elisa Klappbeck. Sie ist Rabbinerin des egalitären Minyan in Frankfurt und Professorin für jüdische Studien an der Universität Paderborn. Willkommen, Elisa. Vielen Dank für die Einladung. Wir unterhalten uns heute über Pessach als Krisenerzählung und meine erste Frage ist, worin besteht die Parallelität und worin bestehen die Unterschiede zwischen den 10 Plagen, mit denen ja die Pessach-Erzählung beginnt, zur gegenwärtigen Corona-Krise? Ja, die Parallelität und die Unterschiede. Also das Bild der Plage, das drängt sich tatsächlich auf. Eine ungeheuerliche Plage. So wird sie in der Pessach-Erzählung erzählt. Also 10 Plagen, die über alle Ägypter hereinkamen, eigentlich auch über die Juden. Aber da ist eben der Unterschied, das Parallele und der Unterschied. Es traf die Ägypter, die Plagen trafen aber nicht die Juden, weil sie sich entsprechend verhielten, das Pessachfest feierten in der Nacht, nicht das Lamm gegessen haben, solidarisch waren, zusammengesessen haben. Das ist zwar heute nicht gefragt, trotzdem aus dieser Solidarität sehe ich eine Botschaft. Verstehe. Ist Pessach für dich eine Krisenerzählung? Ist die Haggadah eine Krisenerzählung oder eine Krisenerfahrung? Also ich habe darüber nachgedacht, es ist eine Krisenlösung, nämlich einfach herauszugehen. Es ist ein unlösbares Szenario entstanden in der Haggadah, die Versklavung in Ägypten. Es gibt keine Tarifverhandlungen, keine Gewerkschaften, keine Veränderungen. Es ist ein unlösbares Szenario und man zieht heraus. Also es ist eine Krisenlösung. Und ich stelle jedes Jahr fest, dass indem eine Krisenlösung geboten wird durch das Pessachfest, die Leute dann erst überhaupt ihre Krise da hineinlegen. Nicht? Und am Pessachabend wissen, ich habe eigentlich das Problem oder ich habe jenes Problem, ich bin hier versklavt, ich habe mich da auf eine Zwangssituation eingelassen. Und die Lösung, dass man herausgehen kann aus diesem Szenario, ermöglicht es, die Krise zu benennen. Und es folgen dann ja auch die 49 Tage nach Pessach und die sind ja so konzipiert, dass man jeden Tag den Tag zählen soll. Das ist für mich ein Abschreiten der Seele, Abschreiten der Krise, dass man auch wirklich alle Aspekte berücksichtigt. Und das Ganze endet dann in dem Wochenfest, wenn man die Torah wieder neu annimmt. Also eine Krisenlösung, damit man sich der Krise überhaupt gewahr werden kann. Verstehe. Würdest du sagen, also die Erzählung ist ja eine Erzählung der Befreiung, der Auszug aus der Sklaverei, eine große Befreiungserzählung. Und würdest du sagen, dass die Freiheit, in der die Erzählung von Pessach mündet, ist die überhaupt ohne Krise denkbar? Also macht die Krise nicht die Befreiung oder die Freiheit als Befreiung erzählbar? Also es klingt vielleicht paradox, aber wir hatten in den letzten Jahren, Jahrzehnten Pessachfeste, wo wir uns zugestehen mussten, dass wir gar keine Unfreiheit hatten. Also aus welcher Unfreiheit geht man heraus, wenn man in einer Demokratie lebt, wenn man mit Wohlfahrt lebt? Und ich würde sagen, auch das kann eine Krise sein, wenn man die Freiheit gar nicht mehr richtig so wertschätzen kann, also dafür nichts tun brauchte, um sie zu haben. Und jetzt, da wir wieder ganz stark runterfahren müssen, also allein Pessach feiern, viele Dinge im Augenblick nicht kaufen können, nicht haben können, beschränken wir uns an diesem Seder. Aber die Matzah, die Speisen, nicht was wir in der Pessachwoche essen dürfen, ist ja eine Selbstbeschränkung, um es wieder zu fühlen, wie es ist, wenn man mit ganz wenig wieder von vorne anfängt. Und ich würde sagen, diese Krise im Augenblick ist auf der einen Seite eine furchtbare Krise, aber auf der anderen Seite zwingt sie uns, wieder auf viel weniger zurückzugehen. Also da sehe ich eine große Parallelität zu der Krise, die in der Haggadah erzählt wird und wie man damit umgeht, der Krisenlösung.
Vielen Dank, Elisa Klappek, für diese Überlegungen zur Parallelität zwischen der momentanen Situation und der Pessach-Erzählung. Gerne.